Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Endlich drehe ich mein drittes Video auf Deutsch und ich bin sehr gespannt darauf. Und bevor wir anfangen, wie ihr wisst, bin ich sehr wütend, dass wir in der Schule nichts Nützliches über Deutsch gelernt haben. Und ich wollte sagen, dass I am very excited about this video. Aber ich kann das nicht sagen. Ich habe es nachschlagen sollen, weil wir das richtige Wort nie gelernt haben. Ich glaube, dass es gespannt ist. Also ich bin gespannt oder ich bin begeistert. Aber ja, das einzige Wort, das ich durch die Schule kenne, ist aufgeregt, aber ich bin ziemlich sicher, das ist nicht das richtige Wort in diesem Fall ist. Also ja, kein guter Anfang. Aber jetzt kenne ich 2 neue Wörter. Eigentlich kannte ich diese 2 Wörter schon, aber ich wusste nicht, wie ich sie genau benutzen kann. Also, der Grund, weshalb ich seit langem kein deutsches Video gedreht habe, ist, dass ich sehr beschäftigt bin, weil ich zurzeit Coding lerne. Ich lerne Coding jeden Tag, den ganzen Tag, und mein Gehirn hat keine Energie, in einer fremden Sprache zu denken. Aber heute will ich unbedingt ein Video auf Deutsch drehen, aber ich weiß nicht, was aus meinem Mund kommen wird. Aber irgendwie werden wir etwas hinkriegen. Und bevor wir anfangen, will ich euch nochmal danken. Ich habe euch in meinem zweiten deutschen Video gedankt. Und ich will es nochmal machen, weil es mich sehr freut zu wissen, dass euch meine deutschen Videos so sehr gefallen, weil ich Deutsch liebe, und es ist wunderbar, dass so viele von euch so interessiert sind. Also danke. Heute will ich über meine Erfahrungen mit Deutschem als Sprache reden, und ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Ich will über dieses Buch reden, das manche von euch vielleicht schon kennen. Also es ist hier, damit ich es nicht vergesse, aber ich kann nichts versprechen, weil ich viele Sachen vergesse, wenn ich rede. Also, wir haben schon davon geredet, wie ich Deutsch in der Schule gelernt habe. Ich habe auch an 2 langen Austauschen mit München teilgenommen. Aber heute möchte ich über meine Deutschlehrerin reden. Also ich bin Englischlehrer und ich weiß, wie es sich anfühlt, mit Schülern zu tun zu haben, und es ist überhaupt nicht einfach. Also, meine Deutschlehrerin war ein bisschen hart mit uns. Glücklicherweise nie mit mir, weil ich Deutsch konnte oder mindestens
versuchte ich Deutsch zu sprechen. Aber leider gefällt Deutsch niemandem. Und es gefiel überhaupt nicht meinen Mitschülern. Deswegen war meine Deutschlehrerin ein bisschen hart. Ich muss sagen, dass sie kann Deutsch sehr, sehr gut. Ihre Grammatik und ihr Wortschatz sind toll, wunderbar. Und als Lehrer kann ich ihr trauen, dass sie mich Deutsch sehr gut lehren kann. Und das liebe ich. Und ich habe viel Respekt dafür. Aber ich glaube, dass sie besser für die Uni geeignet war, weil ich sie merken konnte, dass sie sehr basic Dinge nicht lehren wollte. Sie wollte höheres Deutsch lehren und das verstehe ich 100%. Als Lehrer will ich kein grundlegendes Englisch lehren. Ich will höheres Englisch und schweres Englisch lehren. Also, ich verstehe, wie sie sich fühlten. Aber ja, also mit mir war sie sehr, sehr nett. Aber mit den Schülern, die kein Deutsch lernen wollten, war sie ein bisschen hart. Und ihr habt keine Ahnung, wie frustrierend es ist, Lerner zu lehren, die nicht lernen wollen. Es ist etwas, was deine Seele zerstört. Und ich verstehe 100%, wie schwer das war. Aber ja, ich verstehe, dass meine Mitschüler ein bisschen wütend waren. Also als Lehrer glaube ich daran, dass es wichtig ist, mit deinen Schülern zu lachen. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch stimmt, also auf Englisch sagen wir, dass ich kann von dir lachen, wenn ich dich auf den Arm nehme, aber ich kann mit dir lachen, das heißt, wir lachen zusammen. Ich nehme dich nicht auf den Arm, sondern finden wir etwas lustig zusammen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, mit deinen Schülern zu lachen. Und wenn meine Schüler einen Fehler machen, der lustig ist, lache ich. Und nicht, weil ich sie auf den Arm nehmen will, ich will sie auf den Arm nehmen, aber nicht, weil ich böse bin, sondern auf nette Weise. Wenn meine Schüler etwas Lustiges sagen, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir darüber lachen könnten, weil, also wenn sie sehen, dass ich lache, ist ihr Gehirn schockiert und das heißt, dass ihr Gehirn
sich daran erinnern wird, dass sie diesen Fehler nicht mehr machen sollen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Aber ja, ich will nochmal sagen, dass ich nicht böse bin, wenn ich es tue. Ich tue es, um Lernern zu helfen. Nicht, weil ich will, dass sie sich schämen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Und wenn ich etwas Lustiges auf Deutsch oder auf eine andere Sprache sage, möchte ich sehr gerne, dass die andere Person lacht auf nette Weise, weil das mir hilft, es zu erinnern, mich daran zu erinnern, diesen Fehler nie mehr zu machen. Okay, ich hoffe, dass ich mich gut genug ausgedrückt habe. Also, warum habe ich das gesagt? Also, meine Deutschlehrerin lachte, aber manchmal lachte sie von uns, nicht mit uns. Und ich weiß, das ist sehr schlecht für die Schüler ist, aber ich muss zugeben, dass ich es ein bisschen lustig fand. Also, ich habe Sprachen im Gymnasium gelernt und meine Mitschüler auch. Also wir haben dieses Gymnasium ausgewählt, weil wir Sprachen lernen wollten. Das heißt, also wir hätten Sprachen lernen wollen. Aber der einzige Grund, weshalb alle meinen Mitschüler dieses Gymnasium ausgewählt hatten, war, dass sie Mathe hassten. Und in meinem Gymnasium gab es sehr wenige Mathe. Also ja, also niemand wollte Deutsch lernen und das war eine sehr große Schade. Und sie konnten gar kein Deutsch und nach 5 Jahren konnten sie überhaupt nichts sagen. Also sie machten sehr, sehr grundlegenden Fehler, die man von jemandem, der 5 Jahre Deutsch gelernt hatte, nicht erwartet. Also einer der größten Fehler und eine der größten Schwierigkeiten für Deutschlerner ist der Unterschied zwischen lieben und lieben. Ich weiß, dass sie 2 sehr, sehr einfache Wörter sind, aber lieben und lieben klingen sehr ähnlich und es ist sehr normal, dass Deutschlerner sie falsch sagen. Also es ist sehr normal, dass jemand ich liebe dich sagen würde oder sie liebt in München. Und ich erinnere mich an dieses Beispiel, an diesen Fall, wo also meine Mitschülerin sollte etwas sagen wie, also sie liebt ihn. Sie liebt ihn. Aber sie wusste nicht, wie sie es sagen sollte.
Und sie hat gesagt, also, sie liebt ihn. Nein, sie lebt ihn. Nein, sie liebt. Nein, sie lebt. Und meine Lehrerin sagte, ja, sie lebt, sie lebt, sie liebt, sie lobt, sie lobt. Und wie gesagt, ich weiß, dass es nicht schön für meine Mitschülerin war, aber ich verstehe auch, dass meine Lehrerin von ihr einen ganz einfachen Satz wie diesen nach 2 Jahren erwartete. Und ein anderes Mal sollte jemand anders etwas auf Deutsch sagen und er hat es total falsch gesagt. Also er hat etwas wie ihn lebt sie, anstatt er liebt sie. Und meine Deutschlehrerin hat gesagt, okay, now sag es auf Deutsch. Und ja, ich weiß, dass es nicht schön ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, oder doch, ich kann mir es genau vorstellen, wie frustrierend es ist, etwas so Falsches zu hören nach 2, 3 Jahren, dass wir Deutsch gelernt hatten. Aber ja, ich will mich bei euch entschuldigen, weil ich fühlen kann, dass mein Deutsch heute nicht gut ist. Aber ja, das ist das Beste, was ich tun kann. Und ich hoffe, dass ihr mich versteht irgendwie. Wie ich euch früher gesagt habe, habe ich an 2 langen Austauschen mit München teilgenommen. Und das waren die besten Erfahrungen meines Lebens als Schüler, weil ich Deutsch lernen wollte und das war der beste Weg. Ich hatte viel Pech mit meinen Austauschpartnern, aber es war sowieso sehr gut. Und ich muss sagen, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Also ich kann mich an nicht viele Fälle erinnern, wo ich große Fehler gemacht habe, aber nicht, weil ich perfekt bin oder war, sondern nur weil ich mich daran nicht erinnere. Aber also die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist nicht sehr lustig, aber es ist mehr lustig, weil ich Language Geek bin und ja, nur deswegen. Also in meinem ersten Austausch, also ich wohnte bei einer deutschen Familie mit meinem Austauschpartner und seiner Familie und ich führte das Leben meines Partners. Also ich ging zur Schule mit ihm und ja, alles, was er tat ich auch. Und eines Tages wollte ich einfach aufs Klo gehen. Und seine Familie wollte mit mir reden. Also, während ich aufs Klo ging, haben sie mich gefragt, ob ich nach unten gehen konnte, weil sie mit mir reden wollte. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe kurz in die Badewanne und bin gleich da. Und
sie haben gesagt, in die Badewanne, aber wir wollen mit dir jetzt reden, weil es ziemlich dringend ist. Und ich sagte nochmal, ja, ich gehe in die Badewanne und dann bin ich gleich da. Und sie sagten nochmal, ja, aber wir wollen jetzt reden. Und in meinem Kopf habe ich gedacht, was auf dieser Welt könnte so drängend sein, dass ich 2 Sekunden aufs Klo nicht gehen darf. Also ich bin aufs Klo gegangen und nach 2 Sekunden ging ich nach unten und sie sahen sehr überrascht aus, als ob sie nicht erwartet hätten, mich so bald zu sehen. Aber dann habe ich verstanden, dass ich das falsche Wort benutzt hatte. Also ich habe gesagt, ich gehe in die Badewanne. Und natürlich hatten sie etwas total anders verstanden, als was ich sagen wollte. Und ich erinnere mich, dass ich sehr stolz auf mich war, weil ich das Wort Badewanne benutzt hatte. Also, wenn man Deutsch in der Schule lernt man das Wort Badezimmer für Klo. Aber also der einzige Grund, weshalb ich das Wort Klo kenne, ist, dass ich in Deutschland gewohnt habe, weil niemand Badezimmer sagt. Also ich kannte das Wort Klo, aber ich wollte Hochdeutsch sprechen und ich war sehr stolz auf mich, weil ich das richtige und echte Wort benutzt hatte. Also in meinem Kopf Badezimmer anstatt Klo. Aber ja, ich habe Badewanne gesagt und deswegen konnten wir uns nicht verstehen. Und als jemand, der Sprachen liebt, ist es sehr interessant, dass ein Wort ist alles, was man braucht, um etwas falsch auszudrücken. Aber ja. Und wie gesagt, ich bin also sicher habe ich viele mehr Fehler gemacht, aber ich kann mich an keinen lustigen Fehler erinnern. Aber in Italien, als ich in Italien war, hatten wir die Serie Um Himmels Willen auf Italienisch. Und ja, wir wissen, dass sie keine wichtige Serie ist, aber es ist ziemlich lustig und da ich Deutsch lernte, habe ich versucht, die Episoden auf Deutsch zu finden. Und ich habe sie gefunden. Ich glaube, dass sie auf YouTube waren, nicht mehr. Aber vor ein paar Jahren waren sie auf YouTube und ich schaute sie auf Deutsch. Aber ich muss sagen, dass es sehr schwer war. Aber ja, also wenn ich sage, dass ich die Serie Um Himmels Willen kenne, lachen alle Deutschen. Und ja, ich habe nicht vergessen, ich will von diesem Buch reden. Also ich kenne dieses Buch nur, weil meine Lehrerin es uns empfohlen hat.
Also der Dativ ist im Genitiv sein Tod und ich bin sicher, dass viele von euch es kennen. Also es ist ein Buch, wo auf Deutsch, und es erklärt die Fehler, die die Deutschen machen, wenn sie Deutsch sprechen. Also es ist sehr wichtig zu verstehen, dass jeder Muttersprachler viele Fehler in seiner Muttersprache macht. Also viele Fehler, die alle machen. Also da alle sie machen, werden sie irgendwie nicht Fehler, aber wenn man die Sprache genau lernt, gibt es viele Sachen, die ein Muttersprachler sagt, die er nicht sagen sollte. Etwas sehr, sehr simpel ist die Tatsache, dass viele von euch sagen, also ich mach, ich sag, aber ihr solltet sagen, ich mache, ich sage. Aber wenn ich in der Schule sage etwas wie ich mach, ich sag, ist es ein Fehler, weil ich Hochdeutsch lernen muss und meine Lehrer wollen wissen, dass ich Hochdeutsch reden kann. Und der einzige Grund, weshalb ich weiß, dass ihr sagt, ich mach, ich sag, ist, dass ich in Deutschland gewohnt habe. Weil wir es nicht, wir lernen das in der Schule nicht. Aber ja, ihr könnt, ich sag, nicht schreiben. Es ist ein Fehler. Aber da ihr alle es macht, ist es kein Fehler mehr. Ja. Oder ich glaube, dass diese Sache nur in Bayern passiert, aber anstatt das sagt man das sehr oft. Also ich habe das nicht verstanden, wenn ich mich daran gut erinnere, aber ich glaube, dass es so ist. Also als ich in München war, habe ich das sehr, sehr oft gehört. Aber in Fällen, wo ich wusste, dass es falsch war, ich wusste das 100%. Aber da viele Leute es sagten, sollte ich lernen, was es bedeutet und wie man es benutzt. Okay, also meine Muttersprache ist Italienisch und ich mache viele Fehler auf Italienisch, die nicht richtig wären, wenn ich einen Italienisch-Test machen würde. Aber ich mache Fehler, die alle Italiener machen. Deswegen sind sie keine echten Fehler. Also wenn ich diese Fehler mache, denkt man nicht, dass ich kein Italiener bin. Okay, also wenn er sagt, ich mach, denkt niemand, dass ihr kein Deutsch-Muttersprachler seid. Und dieses Buch erklärt solche Fehler, die viele Deutschen machen. Und es ist sehr gut, es ist sehr lustig und ich muss sagen, dieses Buch ist ziemlich schwer zu verstehen für uns, also für Nicht-Muttersprachler. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, weil ich es 90% verstehe. Manchmal verstehe ich das Humor nicht, aber ja,
wenn ihr denkt, dass ich kein Deutsch seit 15 Jahren lerne, ist es ziemlich gut, dass ich irgendetwas verstehen kann. Und was ich mag, ist, dass, also es gibt einen kurzen Kapitel mit den Fehlern. Also jeder Kapitel handelt von einem bestimmten Fehler und der ganze Kapitel hat diesen Fehler so oft wie möglich und dann erklärt es, warum es ein Fehler ist und was ihr anstatt sagen sollten. Also die korrekte Form. Und dann, wenn die Grammatik ziemlich schwer ist, erklärt das Buch sie wie ein Grammatikbuch. Und das ist sehr, sehr nützlich. Und ja, ich glaube, dass es sehr interessant ist, nicht nur für uns, sondern auch für euch, weil also auf Italienisch, wenn man mir sagt, dass etwas, was ich sage, ein Fehler ist, finde ich sehr interessant und ja, interessant, ich kann nichts Besseres sagen. Ich glaube nicht, dass es böse ist, jemandem zu sagen, dass was sie sagen falsch ist, nur wenn es okay, also wenn der Umstand gut ist, ja. Aber ich finde es sehr, sehr interessant und manchmal mache ich Test auf Italienisch, um zu sehen, wie gut mein Italienisch ist. Und ich mache so viele Fehler. Nicht nur, weil ich daran nicht mehr gewöhnt bin, Italienisch zu sprechen, sondern auch, weil wir kennen die Regeln nicht. Und dasselbe würde mehr oder weniger für euch passieren, wenn ihr einen Deutschtest machen würdet, weil ja, also wir wissen nicht, wir verstehen nicht, wie viele Fehler wir machen. Und ich glaube, dass es sehr interessant ist. Okay, ich muss gehen, weil ich fühlen kann, dass, ja, also mein Deutsch ist nicht mit mir heute. Also ich hoffe, dass ihr mich verstanden habt. Wenn nicht, lasst es mich wissen. Nein, lasst mich es wissen. Und ich werde versuchen, es besser zu erklären und auszudrücken. Okay, vielen Dank und wir sehen uns bald. Tschüss.